Hi Leute, heute beschäftigen wir uns ein wenig mit den Secret Avengern, Sam Wilson, Sharon Carter und Maria Hill. Die ersten beiden Charaktere sind bereits released und wir haben sie für euch unter die Lupe genommen. Folgende Informationen wollen wir an der Stelle weitergeben. Wie stark sind die drei Charaktere in der Einzelansicht? Mit welchen Charakteren solltet ihr die drei kombinieren? Und für wen sind die Secret Avenger geeignet? Und abschließend unsere Empfehlung zur Überschrift Build or Skip. Wir starten mit der Charakterübersicht von Sam Wilson. Er hat sein Falkenkostüm an den Nagel gehängt und ist der neue Captain America. Aber ist er auch genauso stark? In der Übersicht seht ihr bereits unsere T4-Prioritäten. Und ja, alle seine Fähigkeiten können auf jeden Fall auf maximale Stufe gebracht werden, wenn ihr genug gelbe und rote Sterne für ihn aufbringen könnt. Bisher gab es nur die Möglichkeit, den Charakter mit Echtgeld zu erwerben. Ob als Paket oder Battle Pass, 7 gelbe Sterne kosten dich im Schnitt ca. 120 Euro, mit viel Pech auch deutlich mehr. Hierfür erhaltet ihr jedoch einen Charakter, der ein hervorragendes Repertoire an Fähigkeiten mit sich bringt und damit nicht nur Plug and Play, sondern auch in fast allen Spielmodi einsetzbar ist. Er bringt in maximaler Ausrüstung, Level und Stark Tech einen Lebenspool mit, der nur von einem anderen Charakter übertroffen wird. Er ist der Charakter, der von allen Charakteren die höchste Chance auf einen Block hat und landet bei der Blockmenge auf Platz 3. Auch der auf Platz 27 bei MSF.GG ausgewiesene Schaden ist für einen Beschützer sehr gut. Nun schmeißen wir mal einen Blick auf seine Fähigkeiten. Seine Basisfähigkeit auf Stufe 7 fügt dem Primärziel 340% Schaden zu und entfernt einen positiven Effekt. Anschließend wird ein Bonusangriff für 250% Schaden ausgeführt. Dies ist unter anderem der Grund, warum wir bei seiner ISO-8-Klassifizierung den Plänkler empfehlen. Außerdem erhält er einmal Deflect und blockt somit den nächsten auf ihn ausgeführten Angriff. Seine Spezialfähigkeit auf Stufe 7 gibt Sam für 2 Runden Spott. Er erhält 3-mal Counter und 3-mal Deflect. Alle Verbündeten erhalten Defense ab. Alle Avenger und Geschickverbündeten bekommen zusätzlich noch Speed Up. 1 bis 2 zufällig nicht beschworene Verbündete erhalten eine Fähigkeitsenergie. Außerdem erhalten 2 bis 3 nicht beschworene Geschickverbündete ebenfalls eine Fähigkeitenenergie. Ein zufälliger Geschickverbündeter führt einen Assist auf das Primärziel aus. Die ultimative Fähigkeit des American Falcon fügt allen Gegnern auf Stufe 7 450% Schaden zu. Für jeden Charakter, der diesen Angriff überlebt, füllt Sam die Speedbar für sich und alle Geschickverbündeten um 5%. Für jeden anderen Charakter gibt es ebenfalls 5% Speedbonus pro Überlebender. Die passive Fähigkeit beschert ihm direkt zum Spawn 3-mal Deflect und jedem Geschickverbündeten einmal Deflect. Am Ende der eigenen Runde, wenn Sam Spott hat, aber kein Deflect, entfernt er von sich selbst Spott und bekommt 2-mal Regeneration, 25% Blockchance und 20% Blockmenge. Solange Sam Deflect hat, erhält er 300% Widerstand. Auf Stufe 5 gibt die passive Fähigkeit ihm und allen Secret Avengern 40% mehr maximales Leben. In Raids gibt er allen Nicht-Secret Avengern einen Bonus von 20% maximalen Lebens. Kurz gesagt, Sam ist wohl der aktuell stärkste Tank im Spiel mit der höchsten Schadensabsorb und Reduktion. Darum sagen wir auch ganz klar, Leute, wenn ihr ihn für Promotion Coins auf 6 RS pushen wollt, gar kein Problem, einfach machen. Der Charakter ist es definitiv wert. Einzig Filler Bell kann da mithalten, ist aber auf keinen Fall so flexibel einsetzbar wie Sam. Sharon Carter ist der Controller des Teams. Mit ihren Werten kann sie aber nicht den herausragenden Zahlen von Sam mithalten und nur neidisch hinterher schauen. Zwar ist sie im Ranking von allen Controllern bei den Leben, dem Schaden der Rüstung in den Top 5 platziert, aber bereits die Resistenz landet nur auf Platz 7 der Controller. Alle anderen Werte sind leider deutlich unter dem Schnitt. Die Stärke des Charakters liegt also nicht in seinen Basiswerten, sondern eher in der Toolbox, also den Fähigkeiten, die Sharon mitbringt. Diese kommen allerdings wieder nur in Verbindung mit anderen Secret Avengern, especially Sam Wilson,
oder gar in Raids zum Vorschein. Also aufgepasst, dieser Charakter ist nicht so Plug-and-Play wie Sam Wilson. Mit dem Assist und der Basisfähigkeit wird bei einem Angriff neben Schaden auch dreimal Slow auf das angegriffene Ziel gesetzt. Also haben wir uns für den Angreifer entschieden. Ihre Basic setzt dreimal Slow und richtet auf Stufe 7 300% Schaden an. In Raids und nur wenn Sam ein Verbündeter ist, reduziert sie die Speedbar des Primärziels um 25%. Das ist natürlich ein weiterer Grund, sie zum Angreifer zu machen. Mit ihrer Spezialfähigkeit wird das Primärziel für 600% Schaden angegriffen und es erhält für 2 Runden Defense Down und Ability Block. Die benachbarten Ziele werden für satte 450% Schaden getroffen und erhalten 2 Runden Defense Down. Natürlich geht das auch wieder nur auf Stufe 7. Die ultimative Fähigkeit entfernt alle positiven Effekte vom Primärziel, fügt 300% Schaden zu, stunt und slowt es. Der Angriff springt auf bis zu 2 benachbarte Ziele für 250% Schaden über, entfernt dabei 2 positive Effekte und gibt den Zielen Slow. Ein Konter unterbricht diesen Kettenangriff. Gegen das Primärziel erhält Sharon einen gigantischen Bonus auf ihren Fokus, so dass eigentlich jeder Angriff sitzen sollte. Die passive Fähigkeit zeigt, dass sie das Team besonders in Raids stärken soll. Solange Sharon Deflect hat, hat sie 300% mehr Fokus. In ihrem Zug, dem eines Geschick- oder Secret Avengers Verbündeten, besteht eine 50%ige Chance, diesem Offense abzugeben. In Raids passiert dieser Effekt immer. In Raids, wenn ein Gegner unter 50% fällt, erhält dieser zerrüttet. Und in Raids bekommt Sharon und alle Secret Avenger Verbündeten 45% Schadensbonus. Dieser Charakterart allein kann er sein Potenzial gar nicht entfalten. Hierzu ist Sam an ihrer Seite ein Must-Have und viele positive Upgrades sind nur an Raids gebunden. Wir kommen zu Maria Hill. Sie ist der einzige bisher noch nicht released Charakter, aber der Supporter des Teams. Ihre Werte sind unter den Supportern überwiegend in den besseren Rängen zu finden. Besonders auffällig ist, dass sie bei den Werten Crit-Schaden und Chance sehr weit oben unter den Charakteren platziert ist. Um aus ihrer passiven Fähigkeit einen möglichst hohen Vorteil zu ziehen, haben wir uns dafür entschieden, sie als Heiler zu spielen. Ihre Basisfähigkeit fügt 340% Schaden auf Stufe 7 zu und gibt dem am meisten verletzten, nicht beschworenen Ziel Deflect. Handelt es sich um einen Secret Avenger Verbündeten, bekommt dieser zusätzlich Regeneration. Mit ihrer Spezialfähigkeit beschwört Maria 3 Schildsoldaten. Jupp, das sind die Typen, die immer zurückschießen, wenn ein benachbartes Ziel angegriffen wird. Und alle beschworenen Schildsoldaten erhalten Offense Up, Defense Up und Death Proof. Das Primärziel wird für 400% Schaden angegriffen. Sie erhält zusätzlich einen Assist von allen Shield-Troopern, die mit ihr verbündet sind, also auch von einem Nicht-Beschworenen. Das Primärziel bekommt Defense Down. Wenn Sharon Carter eine Verbündete ist, hat dieser Angriff 500% extra Fokus. Der Angriff kann nicht verhindert oder geblockt werden. Allein diese Fähigkeit schreit förmlich nach einer bestimmten Verbündeten. Mit der ultimativen Fähigkeit entfernt Maria von sich, allen Avengern und Geschickverbündeten alle negativen Effekte. Sie gibt jedem Secret Avengers 3-mal Deflect und Immunität. Sie heilt sich selbst und alle Geschickverbündeten um 35% ihrer maximalen Lebenspunkte, alle Nicht-Geschickhelden werden um 20% Marias maximaler Leben geheilt. Allen Gegnern wird 350% Schaden zugefügt. Kommen wir zur passiven Fähigkeit von Maria. Die passive Fähigkeit Marias wird immer ausgelöst, wenn sie oder ein Verbündeter blockt. Wenn dies passiert, besteht eine 50%ige Chance, den am schwerst verletzten Charakter um 25% von Marias maximalem Leben zu heilen. Dies geschieht in Raids zu 100%. Das ist irre, oder? Wenn ich mir so vorstelle, wie heftig Sam Wilson da vorne steht, den Schaden reduziert oder gar komplett verhindert und dann auch noch permanent einen Heal in die Fresse gedrückt kriegt, der absolute Wahnsinn. Sie gibt sich und allen Secret Avengern 40% Resistance.
In Raids gibt sie nochmal zusätzlich 40% Resistance allen Charakteren obendrauf. Ich kann nur sagen, Maria Hill, come to my team. Mit wem also sollte man dieses interessante Team kombinieren? Wir empfehlen euch Kestrel und Nick Fury. Kestrel wird dann durch Maria zum Machine Gun und Nick Fury supportet das Ganze. Der wird mit so vielen Buffs und zusätzlichen Beschwörungen um sich schmeißen, dass deine Spielerseite vermutlich ein einziges Meer aus grünen positiven Effekten sein wird. Um die vorangestellte Frage zu beantworten, ob man dieses Team bauen sollte oder lieber überspringen, müssen wir die Frage von dir, lieber Viewer, selbst beantworten lassen. Denn hier kommt es eigentlich nur darauf an, wie weit bist du im Spiel schon fortgeschritten. Spielst du bereits den Doom Raid oder Doom 1.1, dann werden die Charaktere vermutlich nicht mehr als ein nettes Gimmick sein. Denn du hast für die Geschicklichkeitsknoten anzunehmenderweise bereits genug ISO 8 Green 5 Charaktere oder höher, also ISO 8 Blue. In der Regel sind diese dann aber auch mindestens schon G14. Und wenn du so spielst wie ich oder anzunehmenderweise besser, dann solltest du die Nodes selbst im Doom 1.1 mit bestehenden Charakteren im Geschick auch so One-Shot schaffen. Also allein für den Doom Raid, für einen Late-Game-Player wahrscheinlich keine Chance auf Verbesserung. Bist du allerdings gerade dabei, dich in Raids halt einzuarbeiten und auf dem Weg durch U7 und die einzelnen Schwierigkeitsstufen oder hängst mit deiner Allianz im Greek an einer Stelle fest, wo du Global-Charaktere halt einsetzen kannst, dann sind diese Charaktere unsere Top-Empfehlung, auch für DD4. Warum? Weil die Charaktere sehr, sehr geringe Materialanforderungen im Vergleich zu älteren Charakteren haben und somit wirklich billig für Global, Geschick, ich glaube sogar Shield Knoten sind. Ist dieses Team was für Free-to-Play-Spieler? Naja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wer sich 1, 2 oder gar alle 3 Charaktere gönnen und sie schnell und effektiv spielen möchte, der braucht eine gewisse Basis an Yellows. Diese kann er aber nur horten oder schnell kriegen, wenn er massiv Kraftkerne reinbuttert oder pro Charakter ungefähr 120 € rechnet. Dann bleibt aber immer noch die Frage zu klären, wie wird der Charakter auf G14 gebracht, wie kriegt er ISO 8 Blue oder ISO 8 Green. Ganz, ganz schwierige Kiste in meinen Augen. Also für Free-to-Play-Spieler, glaube ich, ist dieses Team ein ganz, ganz klarer Skip. Wie auch immer ihr euch entscheidet. Wir glauben nicht, dass ihr anderen Spielern nachsteht, wenn ihr hier einmal Scopely mit fester Stimme ein Nein entgegenschreibt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir konnten euch ein wenig beraten. So Leute, das war's für heute. Wenn ihr noch mehr Videos dieser Art sehen wollt, klickt auf Liken, Folgen und Teilen. Hinterlasst mir gern Fragen oder Wünsche in den Kommentaren. Bis dahin, euer Ron.